Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Super, dass ihr wieder dabei seid und heute habe ich was ganz Spezielles für euch. Also bleibt dran. Ah, ist das schön, wieder zurück zu sein. Herzlich willkommen in meinem neuen, ich hätte jetzt fast gesagt Aufnahmezimmer, aber das ist es tatsächlich nicht. Es ist unser Allzweckraum, wie ihr hier schon an dem tollen Garderobenständer sehen könnt. Und was ihr nicht seht, ist, dass da unten noch eine Gästematratze liegt. Neues Jahr, neues Glück. Es tut mir furchtbar leid, dass ihr letztes Jahr überhaupt nichts von mir gehört habt. Aber ich kann euch insofern versichern, ihr habt auch nichts verpasst, weil ich bin vielleicht 20, 30 Mal geflogen. Ach, nicht mal, 20 Mal, wenn es hochkommt. Und Vorsätze waren letztes Jahr da, aber Baustelle, Corona hat mir überall einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und ich wohne nach wie vor noch im Rohbau. Aber zu den ganzen Hintergrundstories ein andermal mehr. Heute soll es nämlich um etwas anderes gehen. Und zwar geht es darum, ich habe das Heli-Fliegen tatsächlich vermisst, ob ihr mir es jetzt glaubt oder nicht. Ich habe mir auch vorgenommen, diejenigen von euch, die auf Facebook unterwegs sind, haben es gesehen, ich möchte dieses Jahr unbedingt wieder zurück ins Hobby. Vielleicht nicht 100%, aber ich möchte auf jeden Fall wieder aktiv werden. Ich möchte wieder ein bisschen fliegen, ich möchte wieder reinkommen. Und wenn es nur Simulatorfliegen ist und dann vielleicht mal am Wochenende ein Flug, ich will auf jeden Fall wieder reinkommen. Und was ist förderlicher für die Motivation, als wenn man sich einen neuen Heli anschafft? Ihr kennt das sicher. Jetzt lebe ich ja, wie gesagt, immer noch auf einer Baustelle. Und ich will jetzt nicht sagen, das Geld ist knapp, aber man muss mit dem Geld haushalten. Weil mal eben schnell hier ein paar Tausender und da ein paar Tausender abhauen können. Die Leute von euch, die bauen oder renovieren, wissen, wovon ich spreche. Und deswegen möchte ich mich nicht zu sehr ins Geldgrab stürzen und habe mir gedacht, komm, du hast zwar viele Helis, an denen du emotional hängst, aber was soll's, wenn du dir den neuen Heli holst, fliegst du die alten sowieso nicht mehr. Und deswegen habt ihr heute die großartige Möglichkeit, einen meiner Hubschrauber käuflich zu erwerben. Ich würde ihn euch gerne verlosen oder verschenken, aber ich muss ja meine Sachen auch bezahlen. Und deswegen könnt ihr heute meinen geliebten Goblin 570 Sport käuflich erwerben. Die Kiste bin ich vielleicht insgesamt 30 Mal geflogen, lass es 40 Mal sein. Also auf jeden Fall unter 100 Flüge, niemals abgestürzt. Fein säuberlich von mir und noch ein paar Kollegen meines Vertrauens eingestellt. Und ich bin mit dem wirklich mein gesamtes Programm geflogen. Ist noch alles in der Originalausstattung. Und ich möchte mir etwas Ähnliches in der Größe jetzt holen für die neue Saison. Aber dafür wird er leider weichen müssen. Und deswegen stelle ich ihn zum Verkauf. Ich würde ihn gerne verkaufen als Mechanik plus Taumelscheiben-Servos. Ich kann ihn auch nur als Mechanik verkaufen, wenn jemand schon weiß, er hat das Equipment zu Hause. Wenn jemand sagt, oh, lass mir die Servos drin, ich nehme die, lasse ich sie euch natürlich gerne drin. Wenn jemand jetzt sagt, er möchte auch noch das Heckservo haben, mache ich das auch gerne. Flybarless, Motorregler brauche ich allerdings, weil möchte ich jetzt nicht neu anschaffen. Preislich habe ich an Folgendes gedacht. 350 für die pure Mechanik, 375 mit Taumelscheiben-Servos und 395 mit Heckservo, also Heli inklusive Servos. Ich bin die Kiste damals mit meinen 6S-Akkus geflogen. Ich weiß schon gar nicht mehr, auf welche Flugzeit ich kam, je nach Drehzahl natürlich und was man fliegt, aber lasst mich nicht lügen, ich gucke jetzt hier gerade mal, es sind 6S 4000 mAh Akkus. Ich glaube, ich kam damit immer so auf 7 bis 9 Minuten, je nachdem. Es ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Das war tatsächlich der Hubschrauber, den ich letztes Jahr noch geflogen bin, weil er wirklich so eine tolle Größe hat. Man kann den ins Auto hinten reinpacken. Ich fahre einen kleinen Corsa, der passt überall mit rein. Man kann ihn guten Gewissens auch überall im Freien fliegen und hat nicht immer so ein Monster-Oschi dabei. 6S-Akkus sind noch erschwinglich, finde ich. Und auch Ersatzteile, wenn man mal welche braucht, sind tatsächlich auch erschwinglich. Und deswegen stelle ich euch diesen Heli zum Verkauf. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich im Idealfall natürlich gerne hätte, dass jemand vorbeikommt, den Heli anschaut,
checkt, ob alles nach der Zufriedenheit ist. Ich kann ihn dann auch gerne nochmal vorfliegen und zeigen, dass alles funktioniert. Wenn ihr irgendwo aus der Nähe von Deutschland kommt, wie ich, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Dänemark, keine Ahnung, dann kommt gerne vorbei und guckt ihn euch an. Bitte versteht, dass ich ihn eigentlich ungern verschicken möchte. Also gerade ins Ausland eigentlich nicht, weil da mit Zoll und was da noch alles und Verlust und was alles passieren kann, sehr, sehr ungern. Innerhalb Deutschland verschicken, müssen wir gucken, weiß ich nicht. Also am allerliebsten wären mir die Leute, die persönlich vorbeikommen und auch checken, ob alles okay ist und ob alles nach der Zufriedenheit ist. Wie gesagt, Zustand ist gebraucht, allerdings, ich würde jetzt fast sagen, so gut wie neu, weil, naja, vielleicht 50 Mal geflogen. Klar hat man vielleicht irgendwo mal ein kleines Mikrokratzerchen oder irgendwo an der Haube eine winzig kleine Absplitterung von Haube ab und drauf. Ihr kennt das alle. Ändert jetzt aber nichts an der Flugfähigkeit des Helis. Und ich bin sowieso der Meinung, wenn man einen Heli hat, sollte man ihn fliegen. Und wenn man ihn fliegt, sieht er irgendwann gebraucht aus. Spätestens, wenn man mal was versucht, was man nicht so gut kann. Also, wie gesagt, ich kann euch diesen Hubschrauber nur empfehlen. Der ist top. Ich bin ihn wirklich super gern geflogen, aber ich kann nicht alle Helis behalten, die ich habe. So, und deswegen schreibt mich gerne an, entweder über den Facebook Messenger oder eine E-Mail an youtube@simone-zunterer.de. Ich blende es ja hier unten auch hoffentlich gerade nochmal ein. Bitte versteht, für den Fall, dass sich jetzt unglaublich viele Leute melden, dann gilt First Come, First Serve. Also wenn sich jetzt 10 Leute melden und einer sagt, ich komme nächstes Wochenende vorbei und nehme ihn mit, dann kriegt der halt den Zuschlag. Ich werde nicht irgendwas vorher reservieren, sondern ja, versucht euer Glück. Wenn ihr das möchtet, lege ich euch auch gerne noch irgendwie ein unterschriebenes T-Shirt oder ich unterschreibe die Haube oder die Rotorblätter oder ich habe keine Ahnung. Also manche Leute haben ja die witzigsten Wünsche tatsächlich, was ich in meiner Laufbahn kennengelernt habe. Und ja, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ich noch für euch tun kann, dann tue ich das natürlich sehr gerne. Ich möchte den Heli ja gerne an jemanden abgeben, der ihn wertzuschätzen weiß und ich bin ihn ja wirklich gerne geflogen. Aber naja, jeder von euch, der schon ein paar Jahre in dem Hobby ist, weiß, dass sich Hubschrauber auch ansammeln können und ich möchte das gerne vermeiden. Und bevor er jetzt einfach nur in der Garage steht, dachte ich mir, ich gebe ihn an jemanden ab, der ihn dann auch wirklich fliegt und wertzuschätzen weiß. So gesehen, ja, traut euch, meldet euch, first come, first serve. Wer zuerst da ist, mal zuerst. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn sich jemand findet, der den Kleinen haben möchte. In dem Sinne, freut euch schon auf die nächste Zeit. Ich möchte jetzt in Zukunft wieder ein paar mehr Videos aufnehmen. Als nächstes wollte ich euch mal mit euch einen kleinen Hausrundgang machen. Also Haus, weil wir sind ja immer noch im Rohbau. Aber ich dachte, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, auch was letztes Jahr so passiert ist. Und seid auf jeden Fall gespannt. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder aktiver zu werden. Dementsprechend meldet euch unter youtube@simone-zunterer.de. Würde mich freuen, von euch zu hören. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bleibt gesund und ich freue mich auf euch. Ciao!